Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Musculus, heute mit dem Titel Myasthene-Syndrome. Dazu begrüßen wir wieder eine Expertin, heute Frau Doktorin Ulrike Scharer-Schmidt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Was versteht man denn unter Myasthenen-Syndromen und was sind die Ursachen für diese Form von Erkrankungen? Bei den Myasthenen-Syndromen geht es um eine Störung der Überleitung von dem Nervenimpuls auf die Muskulatur. Das ist die sogenannte neuromuskuläre Endplatte. Da liegt es im weitesten Sinne an dieser Struktur beteiligte Strukturen gibt es eine Störung, sodass also der Nervenimpuls nicht auf den Muskel übergetragen werden kann. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist eine Muskelschwäche, weil der Muskel keine Anreiz bekommt, sich zu bewegen. In welcher Lebensphase treten die ersten Symptome in der Regel auf? Wir haben bei diesen Erkrankungen einmal die Gruppe der genetisch bedingten Myasthenen-Syndrome. Die können in allen Lebensaltern auftreten, häufig aber schon bei der Geburt direkt. Wir haben dann die Gruppe der antikörpervermittelten autoimmunen Erkrankungen. Auch die sind schon im Kleinkindesalter möglich, ganz selten im ersten Lebensjahr, treten aber mit einer Häufigkeit doch im späteren Schulalter auf und häufig eben in der Jugend. Welche Symptome deuten denn jetzt wirklich auf die Krankheit hin? Wie kann man das erkennen, zum Beispiel als Eltern? Also es ist ja wünschenswert, dass das zum Beginn dann als allererster Anlaufpartner der Kinderarzt ist oder die betreuende Kinderärztin und dass das dort geschildert wird. Und dann ist es natürlich so, dann muss in der Konstellation, wie ich das geschildert habe, eigentlich der Reflex kommen, dass man das weiter nachgucken muss. Warum? Weil es behandelbar ist, in den allermeisten Fällen. Und je eher, desto besser. Deswegen ist es dann so, dass die Kinderärztinnen und Kinderärzte letztlich dann sagen, dann brauchen wir ein spezialisiertes Zentrum, die sich mit der Erkrankung auskennen oder die überhaupt erstmal sich mit Muskel- und Nervenerkrankungen auskennen und die werden weitere Untersuchungen einleiten können, um das näher einzugrenzen. Wenn man jetzt zum Kinderarzt, zur Kinderärztin geht und denen vielleicht auch einmal die Erfahrung fehlt auf diesem Gebiet, wie würden Sie sich da verhalten? Ich denke, dann kriegen wir das ja als Zentrum erstmal nicht mit, aber es ist Aufgabe der Eltern und auch, dass sie einfach dann auch hartnäckig bleiben. Wir haben das ja in den Diagnosen oft. Also wir haben ja schon auch Patienten, die einige Stellen hinter sich haben. Und es ist ja auch der oft unspezifischen Symptomatik geschuldet, dass man das gar nicht so richtig einordnen kann. Und deswegen denke ich, wenn das nachvollziehbar geschildert wird, muss man dem weiter nachgehen. Und wir haben ja lange auch für Awareness gekämpft und tun das immer noch, dass man einfach mehr weiß, dass es diese Erkrankung überhaupt gibt. Auch im Kindesalter, im Erwachsenenalter kennt die Erkrankung Myasthenia gravis jeder. Und es ist ja mehr die Erkrankung der älteren Erwachsenen. Aber dass es die bei jungen Erwachsenen gibt und dann noch bei Kindern. Unsere jüngste Patientin war knapp über ein Jahr. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie erfolgt die Diagnostik? Wichtig ist, dass man eine gute Vorgeschichte nochmal erhebt, nochmal beschreibt, wann ist das denn angefangen und dann auch solche vielleicht gar nicht so speziell anmutenden Symptome erfasst, die dann eingeordnet werden können oder weil man mehr Erfahrung damit hat, besser eingeordnet werden können. Und dass man dann auch fragt, wie ist es denn morgens, wie ist es abends, gibt es Unterschiede? Und natürlich, wie lange geht das? Wichtig ist auch zu fragen, gibt es sowas in der Familie nochmal? Also es ist gar nicht so selten, dass man über das vorgestellte Kind nochmal in anderen Generationen Diagnosen stellt, weil man jetzt alles zusammenbringen kann. Und dann muss man sagen, okay, der nächste Schritt muss sein, habe ich hier eine Problematik der neuromuskulären Endplatte, die genetisch bedingt sein kann ich das schon so einordnen? Dann würde ich eine Blutentnahme machen und eine genetische Untersuchung veranlassen. Denke ich eher, das ist etwas, was nach autoimmuner Erkrankung doch eher den Eindruck vermittelt, dann würde ich auch eine Blutentnahme machen, aber eben Antikörperbestimmung veranlassen. Dann kann man bei beiden Formen der Erkrankung Nervenleitungen messen. Wir müssen die aber messen, mehrfach hintereinander, damit man diesen Ermüdungseffekt auf die Muskelendplatte sieht. Das kann man in spezialisierten Einrichtungen auch für die Kinder machen. Das ist überhaupt nicht unmöglich für Kinder. Und wenn man das mit denen spielerisch macht und vielleicht mit nicht so schmerzhaften Nerven anfängt, an der Hand oder so, zum Beispiel beim Ulnaris oder Medianus, dann würde man diese Untersuchung auch
weiterführend einordnen können, wenn sie positiv sind, also wenn sie einen krankhaften Befund zeigen. Zeigen sie einen unauffälligen Befund, darf das nicht gegen die Diagnose sprechen. Und da muss man seine klinische Untersuchung, seine Vorgeschichte, seine Blutabnahmen und seine elektrophysiologischen Untersuchungsergebnisse zusammentragen und im besten Fall kann man dann wieder eine weitere erhärtete Verdachtsdiagnose stellen. Was bedeutet die Diagnose für das Leben der Betroffenen? Die Reaktionen sind nuanciell nur unterschiedlich. Wenn man sich vorstellt, es wird ein Kind geboren, das sofort massiv betroffen ist, dann ist es natürlich mit ganz viel Angst verbunden, weil man sagt, wie wird das weitergehen? Gerade weil sie dann im frühen Stadium häufig schon auch mit Einschränkung der Atmung, Schlucken und so deutlich betroffen sind. Wenn man aber die Diagnose stellt, nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen kann man medikamentös die Situation deutlich bessern. Wir haben also durchaus Kinder, die Probleme haben, schwer betroffen waren, die man aber frühzeitig erkannte, entsprechende Therapie medikamentös einleitete, die eine Normalisierung erfahren. Das ist das gute Ende der Angelegenheit. Haben wir eine Situation, wo ein Jugendlicher mit 14 Jahren plötzlich merkt, das geht gar nicht mehr so alles, was ich haben möchte, und ich sage da aber erstmal nichts zu, weil sich keiner Sorgen machen soll, dann wird es ein bisschen dauern, bis die Diagnose kommt, und dann ist es erstmal so eine Verunsicherung, weil man da gar nicht so rasch die Einordnung dieser Symptome zu dieser Diagnose auch findet. Deswegen ist erstmal so Irritation ein wesentlicher Punkt, und dann aber doch, wenn das bleibt, dann ist das etwas, was dann zur Vorstellung kommt und eingeordnet wird, und dann ist es unsere Aufgabe, das detailliert und gut zu besprechen, zu sagen, was ist jetzt der Punkt, was ist unsere Verdachtsdiagnose, was können wir tun, aber auch, was ist nicht möglich. Wir erleben das oft so, dass man sagt, auch das ist eine Entzündung, dann hat man die Idee, das ist morgen mit behandelt. Wir kennen das ja lang, also regelmäßig sind ja Entzündungen bedingt durch Viren oder Bakterien. Man kann das entweder symptomatisch behandeln oder aber man kann Antibiotika geben. Das ist hier ja nicht der Fall. Das ist hier eine antikörpervermittelte autoimmune Erkrankung, und die ist eben oft, obwohl man sie medikamentös behandeln kann, nicht nach 2 Wochen vorbei. Und dieses gemeinsame immer wieder sprechen und die Patienten und Eltern abholen, das ist eine wesentliche Aufgabe, die wir auch zu erfüllen haben. Und es ist schon immer auch Irritation, aber auch Erleichterung, wenn es eine Diagnose gibt. Wie wir gehört haben, gibt es ja schon Therapien bei Myasthenia-Syndromen. Welche sind das, und gibt es vielleicht schon Neues in der Pipeline? Bleiben wir mal wieder bei unseren genetisch determinierten Erkrankungen. Da gibt es Medikamente, die sind auch letztendlich für einen Großteil gut einzusetzen, und wir haben für den Großteil der Patienten auch eine Symptomnormalisierung, das muss man sagen. Es gibt aber zunehmend schwierigere, komplexere Fälle, wo die Myasthenie nur ein Symptom ist, andere Probleme, Krampfanfälle, geistige Beeinträchtigungen so eine Rolle spielen, Bewegungsstörungen eine Rolle spielen. Diese Patienten können mit der Medikation für die Myasthenie-Symptome eine Besserung haben, aber nicht für das gesamte Krankheitsbild. Da werden eher genetisch bedingte Therapien eine Rolle spielen, und die sind noch in der vorklinischen Phase, also sind in der Pipeline, aber man muss gucken, wie lange noch diese Pipeline dauert, bis sie in die klinische Erfassung kommt. Da gibt es aber Bestrebungen und Untersuchungen und präklinische Studien. Es ist für die autoimmune Erkrankung so, dass wir Medikamente haben. Wir haben zugelassene Medikamente, wir reden ja immer für Patienten bis 18 Jahren. Die sind häufig hilfreich, aber zunehmend auch bei komplexen Fällen nicht zur Normalisierung der Symptome. Da haben wir ein deutlich größeres Potpourri bei den Erwachsenen. Gerade im letzten Jahr sind, glaube ich, 3 oder 4 Medikamente neu zugelassen worden, immer ab 18. Das ist natürlich schon eine frustrierende Situation, wenn ich 16 bin. Aber es gibt sie, und es werden auch Kinderstudien, also Studien bei Kindern und Jugendlichen geplant. Manchmal hat man aber gar nicht mehr die Zeit, und die Familien selber haben, wenn sie einen Patienten, ein krankes Kind haben, sagen wir, der ist 14 Jahre alt und hat jetzt Probleme, dann kann man denen nichts Gutes tun, wenn man sagt, da ist aber jetzt bald eine Studie in Arbeit, weil wir brauchen jetzt eine Lösung. Entweder können wir das klären mit den Medikamenten, die uns zur Verfügung stellen, oder man muss wirklich in die Diskussion gehen, wenn man gute Erfahrungen im Erwachsenenalter hat, um einen sogenannten Off-Label-Use zu beantragen und dann auch zu bekommen für den Patienten. Und da lernen wir täglich dazu, also von auch den Medikamenten, wie sie in der Erwachsenenwelt schon eingesetzt werden. Und da bin ich
frohen Mutes, dass wir das zunehmend auch hinkriegen. Und wir werden aber auch aufpassen müssen, wenn wir keine guten Kinderstudien machen, haben wir keine guten Daten und das fällt uns dann immer wieder auch auf die Füße. Also wir müssen eine Balance halten zwischen, wir müssen das jetzt haben für den Einzelfall, wir brauchen aber noch Studien. Und natürlich sind die Zahl der Patienten, um auch gute Aussagen zu haben in den Studien, in den Kindern und Jugendlichen gar nicht so groß. Also für uns, die wir als Zentrum viele Patienten sehen, ist das sicherlich schon mehr der Alltag, aber sie sind ja flächendeckend gar nicht so häufig, wenngleich sie häufiger werden, weil man mehr dran denkt, aber nicht zu vergleichen mit den Zahlen in der Erwachsenenmedizin. Liebe Frau Scharauß-Schmidt, herzlichen Dank für Ihre Expertise und alles Gute nach Essen. Vielen Dank, es hat mich gefreut. Ja, das war schon wieder unsere heutige Folge. Wenn Sie nähere Informationen brauchen, schauen Sie wie immer in unsere Infobox oder auf unsere Homepage muskelforschung.at. Schenken Sie uns ein Gefällt mir und denken Sie wie immer dran, Wissen hilft.